Willkommen zu den Game Awards 2020, wo wir anstatt das letzte verkackte Jahr hinter uns zu lassen, noch einen Blick drauf werfen. Wir haben hunderte Gäste eingeladen, Spielentwickler aus aller Welt. Nur hat leider keiner auf meine Mails geantwortet. Ach, kack drauf. Ich hatte das Gefühl, dass es letztes Jahr fast jede Art von Spiel gab. Manche Spiele hatten total schnelles und intensives Gameplay, wohingegen andere total entspannt waren. Es gab Spiele mit nicem Story-Fokus und guten Synchronsprechern. Stupid boy. Und natürlich die Spiele, die einfach schön waren anzusehen. Und Strategiefans haben nach 20 Jahren endlich Baldur's Gate 3 bekommen. Ich respektiere die Geduld. Aber hey, wenn man so lange auf ein Spiel wartet, dann funktioniert's ja immerhin auch richtig gut. Meistens. Cyberpunk 2077, das wahrscheinlich meisterwartetste Spiel des letzten Jahres. Es befand sich in Entwicklung für über 7 Jahre, hatte ein Budget von über 300 Millionen $. Hunderte Leute arbeiten sich ihren Arsch daran ab, um das beste Open-World-Spiel zu machen, das sie können. Und jetzt ist es endlich draußen. Naja, mehr oder weniger. Cyberpunk 77 funktioniert problemlos auf Xbox X und PS5. Problemlos ist anscheinend mittlerweile ein sehr dehnbarer Begriff. Ich bin unironisch beeindruckt, dass mein Computer das Spiel halbwegs zum Laufen kriegt. Trollern, erlöse mich von meinem Leiden. Erst dieser VR-Scheiß und jetzt das? Alles wird gut. Aber ganz ehrlich, trotz seinen vielen Bugs und der teilweise beschissenen Performance konnte ich sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben. Es hat viel Customization, die Sidequests waren interessant und die Musik war auch nicht schlecht. Es gibt da nur ein kleines Problem. Jedes Mal, wenn ich das Spiel loben möchte, fällt mir im Hinterkopf ein, dass Konsolennutzer 60 € dafür bezahlen mussten, ein unoptimiertes Bugfest zu spielen. Ich hoffe inständig, dass CD Projekt Red dranbleibt und versucht, die Bugs, Performance und AI zu fixen. Es gab jedoch ein weiteres Roleplaying-Spiel, auf das viele Leute sich mindestens genauso sehr gefreut haben wie auf Cyberpunk. Ein Remake, um genau zu sein. Selbstverständlich rede ich vom japanischen PlayStation-Klassiker Persona 4. Auch wenn die Grafik im Remaster ein bisschen veraltet aussieht, die charmanten Charaktere, funky Musik und handgezeichnete Animationen bleiben immer zeitlos. Wenn man sehr storylastige bzw. sehr leselastige Spiele ab kann, würde ich das Spiel definitiv empfehlen. Ach ja, und dann wurde noch so ein kleines Spiel namens Final Fantasy VII geremaked, aber keine Ahnung, ob das Leute gejuckt hat. Auch wenn ich keine Ahnung von Final Fantasy habe, ich habe ein bisschen vom 7 Remake gespielt und fand's ziemlich nice. Auch wenn es ein bisschen kurz ist. Ich kann leider nicht allzu viel dazu sagen, weil ich es nur ein wenig bei Freunden spielen konnte, weil ich selber keine PS4 habe. Offensichtlich bin ich den Final Fantasy Entwicklern Square Enix nicht gut genug. Aber hey, immerhin hat dafür Square Enix? Na, keine Ahnung. Immerhin haben sie dieses komische Avengers-Spiel auf allen Plattformen released. Naja, aber auch eher halbherzig. Zurück zu Remakes und Remastern. Wie viele gab's denn davon letztes Jahr? Ach du Scheiße. Worauf ich mich persönlich total gefreut hatte, war Super Mario 3D All-Stars. Es vereint 3 der besten Plattformen aller Zeiten in eine Kollektion. Lecker! Und verlangt 60 € für 3 Ports von über 10 Jahre alten Spielen. Nicht so lecker! Ich weiß nicht, ich finde 60 € dafür, dass die Spiele so alt sind, schon ziemlich fucking teuer. Und seien wir mal ehrlich, die Ports könnten auch besser sein. Nintendo hat's anscheinend nicht geschafft, Mario 64 in Breitbild zu formatieren. Sowas haben eure Fans doch schon seit Jahren hingekriegt und das nur mit ROMs. Oh shit. Wie kannst du es wagen, illegale Rums zu zeigen, Cretino? Es tut mir leid, es tut mir leid, aber hey, wenn ich Animal Crossing gut bewerte, lässt du's dann durchsliden? Bene, Giovanotto. Aber mach noch einen Fehler. Danke, Mann. Oh. Dann reden wir jetzt über die besten Spiele, die ich 2020 gespielt habe. Denkt aber daran, das sind nicht die objektiv besten Spiele 2020, sondern einfach die Spiele, die mich persönlich am meisten angesprochen haben. Mit dieser Kleinigkeit aus dem Weg, hier sind meine...
In Ghost Runner spielt man in einer düsteren Cyberpunk-Zukunft als Ninja Robocop. Sein Name ist Jack. Eines Tages wird die Regierung jedoch von fucking Dr. Octopus übernommen. Als Jack ihn aufhalten will, reißt Doc Ock ihm einen Arm raus und wirft ihn in den höchsten Turm der Stadt runter, was den Ninja sofort tötet. Zum Glück erholt er sich davon. Nun muss sich der Spieler den Weg zurück hochkämpfen und Jump'n'Runnen und scheiß die Wand an, wenn's nicht cool aussieht. Sonst gibt's kaum Story. Ab und zu redet dein Chef oder deine Kollegin mit dir über dein Radio und erzählt dir ein bisschen. Just think of me as a voice in your head. Aber sonst konzentriert es sich wirklich zu 100% auf das Gameplay. Flawless. Mount & Blade 2 ist ein mittelalterliches Open-World-Strategie-RPG-Spiel, in dem man durch die Welt reist, Allianzen gründet, Entscheidungen trifft und seinen eigenen Charakter erstellt. Nun, jeder, der mich kennt, wird wissen, dass ich viel zu fucking ungeduldig bin für Strategiespiele. Und an manchen Stellen trifft dies auch auf Mount & Blade 2 zu. Es kann ziemlich langsam sein und die Grafik könnte ein bisschen schicker aussehen. Aber alles ist vergeben, wenn die Kämpfe anfangen. Inmitten seines riesigen Heeres steht man und spürt die Ruhe vor dem Sturm. Bis der Feind plötzlich in Sicht tritt. Die Zeit ist gekommen. Die zwei Streitkräfte stürmen hasserfüllt aufeinander zu, stechen und schießen sich gnadenlos nieder, während man selber mittendrin steht. Und wenn die Schlacht endlich gewonnen ist, starrt man auf den blutgetrieften Boden und die vielen gefallenen Krieger. Wollte das Schicksal sie bestrafen oder hat es sich ihnen erbarmt? Yakuza Like a Dragon erzählt eine sehr ernste und emotionale Geschichte über Liebe, Hass und Verrat in der japanischen Mafia. なあイチイチなら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか田室町に盆も正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。 Gleichzeitig ist es fucking wahnsinnig. In den Yakuza-Spielen spielt man meistens als Mitglied der japanischen Mafia, den Yakuza. Ach, wirklich? Die Spiele sind mehr oder weniger Open-World-Spiele, in denen man einen Haufen Scheiße machen kann. Like a Dragon differenziert sich ein wenig damit, dass es rundenbasiertes Kämpfen hat. Normalerweise ist das nicht so mein Ding, weil ich finde, dass es einfach sehr viele Spiele oft abbremst und verlangsamt. Aber hier ist das definitiv nicht der Fall. Wenn es eine Sache gibt, die ich in Videospielen wirklich bedingungslos liebe, dann ist es Vandalismus. Teardown bringt diese Idee zu einem ganz neuen Level. Ich meine, schaut's euch einfach an. Es ist wunderschön. Die Singleplayer-Kampagne ist nicht weiter tief, es ist einfach, mach Sachen kaputt oder klau Sachen. Aber als Sandbox-Spiel ist es fucking fantastisch. In Animal Crossing baut man auf einer einsamen Insel mit seinen Mitmenschen, Tieren, eine wunderschöne Stadt. Man findet Ressourcen, baut neue Werkzeuge und gestaltet sich alles so, wie man will. Okay, Leute, ich werde ganz ehrlich sein. Animal Crossing ist mit Abstand die größte Kapitalistenpropaganda, die ich jemals gespielt habe. Man kommt mit seinem Businesspartner Don Nook auf dieses kleine Naturreservat. Erst baut man nur ein paar Zelte, kein Problem, oder? Doch dann will einer der Bewohner ein etwas größeres Haus. Naja, dann müssen halt ein paar Bäume gerodet werden, aber ist doch alles fein, oder? Aber dann will jemand ein Rathaus und ein Museum. Oh Gott, wie sollen wir uns das alles leisten? Zwangsarbeit. Mehr und mehr muss die Natur weichen, damit ein neues Tom Nook Kapitalistenloch gebaut werden kann, in welchem unschuldige Bürger abgezockt werden. Hey Kinder, wollt ihr ein paar kleine grüne Pflanzen kaufen?
Nee, aber ohne Scheiß, anfangs dachte ich, dieses Spiel wäre überhaupt nichts für mich, weil, wie wir alle wissen, spiele ich nur coole männliche Spiele. Aber als ich mich darauf eingelassen habe, das verfickt schönste Dorf von allen zu bauen, hat es mir ziemlich Spaß gemacht. Vor allem, weil man einfach so viel Shit customizen kann. Doom Eternal ist visuell und gameplay-technisch ein fantastisches Upgrade zu seinem Vorgänger. Die Story in diesem Spiel war leider nicht so meins, erst recht, wenn man bedenkt, wie viel Zeit sie aufnimmt. Aber andererseits vereint dieses Spiel eine Double-Barrel Shotgun mit einer Grappling-Hook. Lobet den Herrn! Grounded ist ein Multi- und Singleplayer-Spiel, in dem es darum geht, geschrumpft im Hinterhofgarten zu überleben. Man findet Ressourcen, baut einen Unterschlupf, kämpft ab und zu. Im Grunde genommen ist es familienfreundliches The Forest. Es sei denn, man hat eine Spinnenphobie. Junge, ist das eklig. Oh mein Gott. Es ist nicht super komplex, gerade für ein Survival-Spiel, aber das originelle Setting und der Humor haben es für mich sehr charmant gemacht. Okay, ich bin dead. Oh, Scheiße. I've fallen and I can't get up! Das Drecksgame, Alter. Come on, Max. Wenn ihr gerade mal wieder Bock habt, ein neues Survival-Spiel anzufangen, würde ich euch empfehlen, einen Kumpel zu schnappen und das hier auszuprobieren. Oh nein! Oh shit. Wer hätte es gedacht? Aber allen Ernstes, Alex ist wie gesagt das beste VR-Spiel, das ich je gespielt habe. Zu meiner Überraschung kamen aber letztes Jahr auch viele andere nice Spiele in dem Medium raus. Beispielsweise Walking Dead Saints and Sinners, Star Wars Squadron und Phantom Ops. It's now or never. Target down. I think you blew off his arm. Ist Virtual Reality die Zukunft? Keine Ahnung, aber mittlerweile gibt's ein paar nice Spiele dafür. Aber das Beste bleibt für mich immer noch Alex. Spiritfarer ist ein süßes und wunderschön animiertes Spiel über Freundschaft, Glück und dass wir alle irgendwann sterben werden. Verzeihung, was? Man spielt als ein Mädel namens Stella, welche am Anfang des Spiels zum neuen Totenfährmann wird. Ihre Aufgaben bestehen nun daraus, verlorene Seelen auf ihrem Schiff aufzunehmen, sie dort glücklich zu machen und ihnen zu helfen, mit ihrem ehemaligen Leben abzuschließen. Was vielleicht wie eine trübe Beschäftigung klingt, ist die meiste Zeit über eine total herzerwärmende Erfahrung. Alle Seelen, die man findet, sind unheimlich liebenswerte oder wenigstens interessante Charaktere. Um ihnen zu helfen, ihre vergangenen Probleme hinter sich zu lassen, redet man mit ihnen, macht ihnen ihr Lieblingsessen, baut ihnen ein Haus oder segelt mit ihnen ums Meer, um ihre symbolischen Ängste zu bekämpfen. All das ergibt eine ziemlich große Variation an Gameplay. Man tut sehr viel Jump'n'Runnen, besucht Inseln, sammelt verschiedene Ressourcen, baut Häuser, beaufsichtigt Plantagen, hat ein paar Bosskämpfe. Aber alles fühlt sich sehr verbunden an, weil es im Endeffekt immer darauf zurückkommt, die Seelen auf dem Schiff glücklich zu machen. Aber am Ende des Tages ist man immer noch der Fährmann der Toten. Irgendwann sind die Seelen bereit, weiterzugehen. Es gibt keinen Grund, es weiter rauszuzögern. Aber trotzdem, nach all der Zeit, die man diese Charaktere kennengelernt hat, kann ihr Abschied wirklich fucking traurig sein. Nicht nur das, nachdem man ins alltägliche Gameplay zurückkehrt, hat es sich für mich immer so angefühlt, als würde irgendetwas fehlen. Es gibt eine Person weniger, die man aufwecken muss morgens. Es gibt eine weniger, der man Essen kochen muss. Aber trotzdem steht das leere Haus weiterhin da. Es gibt einen Haufen Spiele, die ich mag, die sich mit Tod und Abschied nehmen befassen. Aber Spiritfarer hat mir nach diesen Abschieden immer ein Gefühl von Leere und Unsicherheit gegeben, das ich so noch nie in einem anderen Spiel hatte. Es ist eine Spielerfahrung, die ich mit nichts wirklich vergleichen kann, was ich unheimlich wertschätze.
Das war's dann auch mit diesem Video. Diese ganze Jahreszusammenfassung sollte so eine Art 100 Abonnenten-Special werden, deshalb hoffe ich, dass es euch sehr gut gefallen hat. Mich freut's total, dass so viele Leute auch weiterhin diese Videos schauen, auch wenn ich total selten was uploade. Ich habe auch ein bisschen was geplant für die Zukunft. Ich würde total gerne ein Video machen über die Hitman-Spiele, Metroid Prime, Fallout New... Hä? Was zum Teufel? Was? Anscheinend hat irgendwer hier seinen Plastikmüll vergessen.